Zu uns zu den Zen-Kursen kommen also Leute aus praktisch allen Schichten der Bevölkerung. Da kommen Künstler, da kommen also selbst Mathematiker, Philosophen und einfache Menschen, Politiker, alles kommt dahin. Das geht quer durch die menschliche Gesellschaft durch. Es kommen vor allen Dingen auch sehr viele Menschen, die mit sich selber nicht fertig werden. Aus irgendeinem Grunde, meistens aus einem psychischen Grund. Oder mit dem Verhältnis, in dem sie leben. Also, sie haben nicht die Kraft, also das zu ertragen und irgendwie zu verdauen. Ja? Und deswegen kommen auch viele Leute, die kommen also solche Meditationen zu, nicht nur zu Zen, sondern Yoga, auch anderen, die vielleicht nicht so einwandfrei sind. Die gibt es ja sehr viele Angebote. Nicht? Also, nach meiner Meinung ist gegenwärtig es bahnt sich eine Bewusstseinsveränderung in der ganzen Menschheit an. Und unser gegenwärtiges Bewusstsein, das allgemeine Bewusstsein, ist geprägt von einem extrem einseitigen, rationalen Denken. Und das rationale Denken, das läuft sich gewissermaßen tot. Und der Mensch wird damit nicht fertig. Das heißt also Gründe, logische Gründe, die beeindrucken nicht. Bernie sagt das so und so und so, aber das hilft ihm nicht. Und irgendwie sucht er etwas anderes. Und wir sind also meiner Ansicht nach in dieser Krise drin. Das ist aber auf der anderen Seite auch wieder ein gutes Zeichen. Es kommt irgendetwas Neues. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, der Mensch, die Entwicklung des Menschen sei schon abgeschlossen. Das haben viele Leute geglaubt. Wir seien das Höchste, was es in der Menschheit geben könnte. Und jetzt auf einmal merkt man, dieses Allerhöchste, das kommt bei den meisten Menschen, besonders bei den jungen Menschen, überhaupt nicht mehr an. Und da kommt etwas Neues. Und jetzt kommt es darauf an, dass die Menschheit also den Weg findet, das also wirklich zu integrieren, was da kommt. Und das wird eine Lösung geben, nach meiner Ansicht nach. Wenn der Mensch da wirklich hineinkommt, dann wird das überwunden. Aber es gibt eine ganz andere Menschheit. Da wird vieles wird verschwinden, was wir heute also für wichtig halten, und anderes, das wird wieder, also im Gegenteil, das wird uns helfen. Die hat sehr viele Wirkungen. Erstens mal ist es die sogenannte Meditationskraft, und das ist eine sehr weitsichtige Sache. Also es gibt Gebetsweisen, ganz allgemein gesprochen, und Meditationsweisen, die das religiöse Bewusstsein, irgendwie das Bewusstsein verändern können. Und die auch außergewöhnliche Kräfte wachrufen können, auch materielle Kräfte, große Kräfte, dass man schwere Dinge heben kann und so, und das ist dann mit einem Ritus verbunden. Im Zen ist es nun so, da wird diese Meditationskraft geht nur auf das Geistige, und man kann das kurz so definieren, begrifflich sagen, das ist die Meditationskraft, ist die Fähigkeit, die Zerstreuungen des Geistes abzustellen und Gleichgewicht und Friede des Geistes wiederherzustellen. Und mit den Zerstreuungen sind nicht die zerstreuenden Gedanken gemeint, sondern alles, was den Menschen beunruhigt und was vielleicht sehr tief ist, im Unbewussten ist, also zum Beispiel Angst und Neid und solche Sachen, dass diese Dinge dadurch also allmählich aufgelöst werden. Das ist die Meditationskraft. Ferner äußert sich darin, dass das Zen hilft, man besser sich konzentrieren, lernen. Und wenigstens das hilft, und war ein Motiv, aus dem früher in Japan mehr als heute auch Staatsmänner und alle möglichen Berufe
die Meditation geübt haben, Zen geübt haben und strenges Zen geübt haben, um dadurch besser sich konzentrieren zu können und dadurch auch besser arbeiten zu können. Das war ein Motiv. Ich habe hier ein rundes Kissen sitzen und liegen und das erleichtert die Sitzhaltung, wie wir sie im Sinn meinen. Das kann etwas dicker oder höher sein, je nachdem, wie das am bequemsten ist. Man setzt sich also darauf und dann nimmt dann den linken Fuß hier zu unten und dann kommt der rechte darüber. Und dann kommt der linke wieder darüber. Das nennt man den vollen Lotussitz. Und im Gegensatz dazu gibt es einen halben Lotussitz, da legt man so den einen Fuß auf den anderen, auf den Schenkel, hier oder da. Also dieses volle Lotussitz, das ist eigentlich der vorgeschriebene Sitz. Dann hält man die Hände so, dass die rechte unten, linke oben und dass die Daumen sich hier berühren. Weder so noch so, sondern ganz leicht berühren. Also man sagt, da ist ein elektrischer Strom im Körper, dass der hinzufließt und dadurch wird das Ganze hier geeint, zusammengehalten. Und das hilft eben für die Konzentration, auch im geistigen Sinn. Ja. Die linke Seite ist die negative oder weibliche Seite und die rechte Seite ist die positive Seite. Und während des Zen muss immer die positive Seite runtergedrückt werden. Sehen Sie? Deswegen die rechte Hand, die linke liegt da drauf und drückt die männliche Seite runter, das Aktive. Und ganz ähnlich ist es mit den Beinen. Immer was hier, jetzt liegt die weibliche Seite liegt oben, aber die rechte, die liegt hier drunter. Daher kommt das anscheinend. Nur der Buddha, der hat immer die positiven Seiten oben. Der braucht nicht mehr und nichts mehr zu unterdrücken. Dann die Augen sind geöffnet, aber nur halb, indem man die ausrichtet auf eine Stelle in eine Entfernung von vielleicht 30 Zentimeter oder 1 Meter da am Boden. Aber man darf nicht auf diesen Punkt konzentriert sein. Das ist ganz wichtig. Im Zen geht die Konzentration immer nach innen. Nur das Auge soll da still liegen, so weit als möglich. Das braucht für viele Leute eine gewisse Zeit, das also so einzustellen. Aber es ist doch eine Tatsache, dass wenn man die Augen ganz still hält, dann hört auch der Gedankenfluss auf. Und was natürlich für das Zen sehr wichtig ist. Aber das geht nicht leicht. Ja, sonst das Atmen gehört auch dazu, aber das Atmen kann man sagen, das soll normal sein, allerdings mit dem Zwerchfell, dass man also hier atmet und nicht Brustatmung macht. Ja. Aber sonst sind da keine besonderen Vorschriften, man macht keine längeren Pausen zwischen Einatmen und Ausatmen und man atmet aus, so lange wie man das Gefühl hat, das geht leicht. Und wenn man das Gefühl hat, dass man besser einatmet, dann also das ist ganz natürlich. Ja. Also die Innehaltung ist einfach die, dass man ganz einfach ausgedrückt nicht denken. Aber nicht denken ist nicht dasselbe als gewissermaßen so träumen und dösen und derart. Das muss ein ganz klarer Zustand sein, wenigstens nach Möglichkeit, aber mit anderen Worten. Das Nichtdenken bezieht sich auf das gegenständliche Denken, das heißt das Denken, oder begriffliche Denken, was wir normalerweise heute mit Denken bezeichnen in unserer Arbeit. Und das muss aufhören. Ja. Nicht denken, das heißt also einfach keine Gedanken haben, soweit es möglich ist, und sich auf keinen Gedanken einlassen.
Das heißt aber nicht, dass gar keine geistige Tätigkeit oder gar Wachheit vorhanden sei. Im Gegenteil. Man kann da vollständig wach sein und auch keine Gedanken haben. Allerdings kann man im gewöhnlichen, normalen Wachbewusstsein nicht allein mit dem Willen da die Gedanken ausschalten. Und das soll man auch nicht. Es ist einfach so, man lässt die Gedanken kommen und gehen, ohne sie festzuhalten und ohne sie wegzustoßen. Das ist die richtige Haltung, ja. Das ist also wie ein Berg, an dem die Wolken vorbeiziehen. Der Berg, der bewegt sich nicht, der ist immer still, während die Wolken vorbeiziehen oder es regnet oder schneit, ist immer dasselbe, so bleibt man da sitzen. Ja. Also das ist sehr verschieden. Erstens mal ist ein Unterschied, wie lange die da halten. Zum Beispiel bei Soto dauern sie immer 40 Minuten. Bei Rinzai ist es sehr verschieden. In manchen Stellen dauern sie 30 oder auch nur 25 Minuten. Also das ist sehr verschieden. Also in Soto da sind es also 40 Minuten und dann sind etwa 10 Meditationen oder 11 im Tag. Und aber zwischen jeder Meditation, nach 40 Minuten, ist Kindchen, Gehen, das haben wir auch gezeigt, und dann nochmal eine gewisse Freizeit, wo man sich vielleicht wieder hinsetzen kann, wenn man will, so dass man 50 Minuten hat oder noch etwas irgendwie rumgehen kann, sich bewegen kann oder etwas leichter sitzen kann.